Servus Tabletop Community. Wir haben ja kürzlich für Infinity neue Miniaturenboxen bekommen und daher wollte ich einfach mal darüber reden, welche Möglichkeiten wir jetzt in 2022 haben, wenn wir Infinity starten möchten oder eben eine neue Fraktion beginnen würden. Allem mal voran, natürlich ganz klar, was als erstes in den Sinn kommt, sind die typischen Starterboxen. Da gibt es ja auch mehrere Varianten, die uns Corvus Belli hier schon seit einigen Jahren anbietet. Da würde ich mal starten mit den fraktionsspezifischen Starterboxen. Da gibt es verschiedene. Leider muss man hierzu sagen, diese Starterboxen sind nicht für alle Fraktionen verfügbar und auch nicht für jede Sektorarmee, die man spielen könnte. Da muss man dann immer ein bisschen schauen, welche es gibt. Aber grundsätzlich finde ich diese Starterboxen ganz gut, um anzufangen, wenn man sich mal einen ersten Überblick über Infinity verschaffen möchte und nicht allzu viel Geld investieren will, denn man bekommt hierfür einen Preis von ungefähr 40, 50 Euro, 6 Figuren. Das ist dann schon mal ein guter Start. Davon sind im Regelfall 3 Modelle, also die Hälfte davon Line-Infanterie, die uns Befehle beisteuern fürs Spiel, und dann noch 3 Modelle, die etwas mehr können, sagen wir mal so, und die auch etwas spezialisierter sind. Und das gibt schon einmal eine ganz gute Möglichkeit, um ins Spiel reinzuschnuppern und bietet schon mal einen ganz guten Start. Da würde ich euch einfach empfehlen, mal ein bisschen herumzusuchen, falls euch so eine Box interessiert, vor allem eben im Online-Store von Corvus Belli selbst. Da ist ganz gut zu sehen, für welche Fraktionen und auch Sektorarmeen es aktuell Starterboxen gibt. Und dann hätte ich gleich gesagt, gehen wir weiter zur zweiten Möglichkeit. Da nehme ich gleich mal vorweg, für mich ist das grundsätzlich die beste Möglichkeit, um ins Spiel selbst einzusteigen, falls man noch überhaupt nichts für Infinity hat. Und zwar die zweiten Spieler Starterboxen. Diese kosten ungefähr 110, 120 Euro und dafür bekommt man eine ganze Menge. Natürlich, das ist mehr als das Doppelte der anderen Boxen, bis hin zum ungefähr Dreifachen. Aber man bekommt hier, wie gesagt, sehr viel Material, vor allem für den Anfang. Es sind im Regelfall in diesen Zwei-Spieler-Starterboxen 2 Armeen drinnen, logischerweise, weil es für 2 Spieler gedacht ist. Hat aber auch den Vorteil, wenn man sich die Box alleine holt, man hat gleich zu Beginn 2 Fraktionen, um das Spiel auch anderen zeigen zu können, also um Demospiele geben zu können. Andererseits aber auch die Möglichkeit, wenn man nur eine der beiden Fraktionen haben möchte, den anderen Teil eben wieder loszuwerden und dadurch auch wieder ein bisschen Geld zu sparen. Und diese 2 Spieler Starterbox enthalten grundsätzlich eben 2 Fraktionen, jede Fraktion mit 7 Figuren im Regelfall. 6 Figuren davon sind dieselben, die man auch später meist in einer Starterbox dann bekommt. Also 3-mal Line-Infanterie plus die 3 spezialisierten Figuren. Und meistens ist dann noch eine Sonderfigur pro Fraktion dabei, sodass 7 Figuren insgesamt enthalten sind pro Seite. Und meistens auch noch so, dass diese Sonderfigur nur in dieser Starterbox erhältlich sein wird. Dazu bekommt man dann natürlich erstes Gelände von diesen neuen Geländetypen, die Corvus Belli produziert, beziehungsweise auch die alten Pappgelände je nach Box. Und auch sonst eine ganze Menge von Markern für die Befehle und verschiedene Status im Spiel. Also auch da eine ganze Menge Material dabei, gleich wie auch erste Introduction-Informationen mit einem eigenen Heft. Ich habe da schon mal ein Unboxing gemacht zur Operation Karlstrom Box, damals mit Code One. Ich werde euch die auch hier mal jetzt verlinken, falls sich die dann jemand im Detail anschauen möchte. Da wird dann ganz genau auch gezeigt, was in so einer Box alles enthalten ist. Also alles in allem ein sehr gutes Paket, gibt es natürlich auch schon seit Jahren, ist jetzt nichts für Infinity in der Hinsicht Neues.
Und genau zwischen den Starterboxen und den Zweispieler-Starterboxen gibt es dann auch gedacht für einen Spieler dann die Action Packs, die sind vor einer geraumen Weile schon erschienen, gibt es auch für die eine oder andere Fraktion. Also auch hier wieder die Möglichkeit bei Corvus Belli nachzuschauen, ob eure Fraktion bzw. euer Sektor, den ihr spielen wollt, so ein Action Pack hat. Und diese Action Packs sind grundsätzlich eine Kombination aus einer ganzen Reihe von Figuren. Und grundsätzlich ist es so, diese Action Packs enthalten den Inhalt einer Starterbox bzw. eine Seite von einer Zweispieler-Starterbox, 3 Leininfanteriefiguren plus die 3 Spezialisten plus dann noch diese meist Zusatzfigur, die ebenfalls in den Zweispieler-Starterbox enthalten ist, und dann noch zusätzlich 3 Figuren, die es dann normalerweise zusätzlich zu einer Zweispieler-Starterbox auch noch zu kaufen gibt in diesen sogenannten Beyond-Boxen. Dort sind für die jeweils beiden Fraktionen der Zweispieler-Starterbox nochmal 3 neue Figuren enthalten und wieder abgesplittet eine dieser Seiten. Die Figuren dafür sind dann dort in diesen Action Packs mit enthalten, sodass das Action Pack meist auf 9 bzw. 10 Figuren kommt, eben enthalten der Inhalt von einer Fraktion aus der Zweispieler-Starterbox plus der Sonderfigur, die es meist nur in der Zweispieler-Starterbox auch gegeben hat, plus dann noch die 3 Modelle der Beyond Box dazu. Ist ein ganz guter Start, 9 bis 10 Figuren, da kann man schon auch einiges aufbauen, je nachdem wie die Modelle dann ausgerüstet sind, geht es sich vielleicht auch bei der einen oder anderen Fraktion aus, eine fertige 300-Punkte-Liste zu stellen und bietet schon mal einen ganz guten weiterführenden Start. Diese Box würde ich dann eher für Leute empfehlen, die entweder schon Infinity spielen und eben eine neue Fraktion anfangen möchten, oder für Leute, die sagen, okay, ich gebe gleich am Anfang etwas mehr Geld aus, weil ich eine etwas größere Armee haben möchte und nicht nur diese 6 Figuren einer Starterbox oder die 6, 7 Figuren der Zweispieler-Starterbox für eine Seite, sondern ich möchte gleich mehr haben, zumindest so ein bisschen mehr. Was dazu aber noch zu sagen ist, ähnlich wie die Starterboxen, die ich als erstes genannt habe, ist es auch bei den Action Packs so, dort sind nur Figuren enthalten. Da ist weder Gelände dabei, noch Würfel, noch sonst irgendetwas. Wohingegen bei der Zweispieler-Starterbox, die bisher die teuerste Box gewesen ist, die wir hier besprochen haben, aber auch dafür für 2 Spieler gedacht, hat natürlich alles enthalten, Gelände, Würfel, sogar für jede Seite 3 Würfel und genug Figuren, um erstmal anzufangen. Und dort kann man sich natürlich auch noch zusätzlich die Beyond Box dazu holen zur 2-Spieler-Starterbox und hat dann im Endeffekt das gleiche an Figuren, was man auch in so einem Action Pack findet. Da muss man sich dann ein bisschen entscheiden oder ein bisschen überlegen, fange ich das Spiel alleine an, will ich eine bestehende Armee vielleicht erweitern. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Würde ich, wie gesagt, Leuten empfehlen, die vielleicht eine neue Fraktion anfangen möchten. Das war jetzt alles nicht sonderlich etwas Neues. Ich habe da auch schon mal ein anderes Video dazu gemacht, wo wir uns diese 3 Arten von Boxen ein bisschen angesehen haben. Auch das werde ich hier jetzt euch verlinken, falls das noch irgendwer im Detail sehen möchte zu diesen 3 Boxen. Aber wir kommen jetzt zum 4. Set, das das Neueste ist, und das eben noch nicht besprochen wurde hier von mir. Das sind die sogenannten Collection Packs, die es mittlerweile gibt für, zumindest, ich weiß es, für Eugene und Pano. Diese beiden Fraktionen haben es aktuell. Und zwar sind das natürlich All-In-Boxen, die insgesamt wahrscheinlich dann das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auch bieten, aber dafür auch die teuersten sind. Also diese Boxen kommen mit insgesamt 26 Figuren daher. Also jede dieser Boxen ist speziell entweder wieder speziell für eine Fraktion aufgebaut.
entweder für Eugene im aktuellen Fall oder Panoceania. Und für diese Fraktion sind dann 26 Figuren in einem solchen Collection Pack enthalten, also eigentlich alles, was man so zum Spielen benötigt. Definitiv für den Anfang alles Ausreichende. Dafür muss man natürlich auch dann wieder in Kauf nehmen, den höheren Preis, denn diese Sets kosten irgendwas bei 250 Euro. Da muss man sich dann schon sehr gut überlegen, ob man sich ein solches Set zulegen möchte. Ich persönlich würde es für Anfänger nicht empfehlen, vor allem dann nicht, wenn man eben auch Infinity spielen möchte. Dann würde ich eher zum Zwei-Spieler-Starter-Set oder zu einem Starter-Set grundsätzlich raten, eventuell auch das Action-Pack, je nachdem, was es für die jeweilige Fraktion so gibt und verfügbar ist aktuell. Und daher aus meiner Sicht, diese Collection Packs sind total zu vergessen für Anfänger des Spiels, sondern eher für Leute, die All-In gehen wollen und sich eine neue Fraktion holen, die sie schon länger haben wollten und sagen, okay, ich kaufe mir das jetzt alles auf einmal und dann bin ich glücklich, und noch eine oder andere Sachen, die dort nicht enthalten sind, mit der Zeit dazu, falls notwendig. Aber mir geht es in erster Linie darum, diese neue Fraktion zu besitzen oder eben im Fall des Falles für Leute, die vielleicht nicht so viel spielen, sondern eher Maler sind, die sich die Box dann einfach holen und sie Schritt für Schritt abarbeiten, eine Figur oder die Figuren nacheinander dann bemalen und sie sich vielleicht in die Vitrine stellen. Aber wie gesagt, für die Anfänger unter euch würde ich dieses Set nicht unbedingt empfehlen, aufgrund der Masse von Figuren und auch des Preises. Und da kann man dann schon mal sehr schnell auch wieder die Lust verlieren, wenn man dann noch sieht, eigentlich brauche ich nur 12 Figuren, 13 Figuren vielleicht für meine 300 Punkte. Ich habe aber das Doppelte oder mehr als das Doppelte an Figuren und noch so viel zu bearbeiten, zu bemalen, dass ich ja spieltechnisch ohnehin aktuell nicht einsetze. Da ist es besser, mit weniger Figuren zu beginnen, diese mal zusammenzubauen, zu bemalen und dann auch die ersten Spiele zu spielen und die Fraktion kennenzulernen und Einheiten. Und dann kann man noch immer mit neuen Modellen erweitern. Und das andere Thema hier ist natürlich auch, was ist jetzt, wenn mir das Spiel nicht gefällt? Ich bin auf Infinity aufmerksam geworden durch YouTube, durch vielleicht Leute im Verein, die spielen. Da habe ich mal ein Probespiel gemacht, okay, gefällt mir ganz gut, jetzt steige ich damit ein, hole mir gleich so eine große Box, baue mal ein paar Figuren zusammen, mal die an für ein weiteres Spiel, spiele dann 2, 3 Spiele und stelle dann fest, okay, jetzt merke ich doch, mir gefällt Infinity nicht, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil es mir dann doch zu kompliziert ist oder weil ich vielleicht merke, ich habe doch in meinem Umfeld eher Turnierspieler und selbst bin ich das nicht. Ja, das waren jetzt mal die 4 aktuellen Arten von Boxen, die wir haben für Infinity, wenn wir eine Armee anfangen wollen bzw. starten möchten mit dem Spiel. Ich wollte das Video jetzt auch ein bisschen deswegen machen, um auch auf diese neuen Collection Packs aufmerksam zu machen, weil vielleicht hat das noch nicht jeder mitbekommen. Aber wie gesagt, meine Meinung habe ich hier auch kundgetan, was das Thema betrifft und was ich so empfehlen würde. Können Sie mir auch gerne Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und ansonsten werde ich euch hier jetzt noch die Playlist verlinken für die ganzen Infinity-Videos, die es auf dem Kanal gibt und ein Video zu einem Battle Report. Tschüss!